Ein Wochenende im Juli. Fast 12.000 Teilnehmer und eine Rennstrecke, die eigentlich für etwas ganz anderes gebaut wurde. Wo normalerweise Motoren durch die Eifel hallen, hat man an diesem Wochenende vor allem eines: Freiläufe, Ketten und ziemlich viele Menschen, die sich fragen, warum sie sich das eigentlich antun. Das ist Rad am Ring. 3 Tage Radsport auf einer der legendärsten Rennstrecken der Welt. Und für mich war es noch etwas anderes. Mein erstes Radrennen überhaupt. 7 Monate Training für einen einzigen Tag. 3 Runden durch die grüne Hölle. Da bin ich nun. Während man sonst vielleicht mit einem Bikecheck anfängt oder mit einer entspannten Ausfahrt, dachte ich mir, ich dokumentiere mein erstes Radrennen. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Philipp, 23 Jahre alt, und wenn man ein paar Monate zurückgeht, wird es eigentlich noch absurder. Denn ich komme nicht aus dem Radsport. Auch in meiner Jugend habe ich keine Rennen gefahren oder andere Wettkämpfe bestritten. Ganz im Gegenteil, die letzten Jahre habe ich Sport eher vernachlässigt. Mein erstes richtiges Fahrrad, auch für das Thema Radsport, habe ich erst seit einem Jahr, seit Mai 2025 letzten Jahres. Und Anfang diesen Jahres, 2026, dachte ich mir, was passiert, wenn ich einfach mal strukturiert trainiere? Also nicht nur dann Fahrrad zu fahren, wenn das Wetter schön ist, Ja, wurde ja dann jetzt ein bisschen nass am Ende. sondern nach einem Trainingsplan. Mit Intervallen, Regeneration und einem konkreten Ziel. Und dieses Ziel war der Rad am Ring. Falls dir Rad am Ring nichts sagt, einmal im Jahr passiert am Nürburgring in der Eifel etwas Ungewöhnliches. Die Autos verschwinden und die Fahrräder übernehmen. Seit 2003, also über 20 Jahren, verwandelt sich der Nürburgring zu einem Radsportevent für ein Wochenende. Letztes Jahr, 2025, waren da 12.000 Teilnehmer am Start. Damit ist es mitunter das größte Radsportevent Deutschlands. Wo Legenden wie Niki Lauda, Stefan Bellof, Deutschlands Rekordweltmeister Michael Schumacher, Ringikone Sabine Schmitz oder grüne Hölle Namensgeber Jackie Stewart bereits gefahren sind. Vom 24-Stunden-Rennen über die Tourenfahrten bis hin zum Gravelrennen oder klassischen Jedermann-Rennen über verschiedene Distanzen ist alles dabei. Eine Runde umfasst hierbei um die 25 Kilometer, ungefähr 560 Höhenmeter über 84 Kurven. Und ich fahre dieses Jahr das Jedermann-Rennen. Im Januar 2026 habe ich zum ersten Mal in meinem Leben begonnen, strukturiert zu trainieren. Grundlage dafür war der Garmin Coach Plan, also der ganz normale Trainingsplan, den du in deiner Garmin Connect App auch einfach anwählen und erstellen lassen könntest. Und gerade am Anfang musste ich erstmal lernen, dass Training nicht heißt, jedes Mal so schnell wie möglich zu fahren. Ein großer Teil bestand daher aus Grundlagenfahrten, also langen Einheiten mit relativ niedriger Intensität. Nicht unbedingt das Training, welches in einem 5-sekündigen Instagram-Clip besonders spektakulär aussieht, aber am Ende das Training, welches ich am meisten unterschätzt habe und vermutlich am meisten geholfen hat. Dazu kamen nach und nach intensivere Einheiten, Tempo, Schwelle, kurze Belastungen und Höhenmeter. Viele Höhenmeter. Und zum ersten Mal hatte ich eine Struktur. Belastung, Erholung und wieder Belastung. Und über mehrere Wochen hinweg mehr Umfang und Intensität. Was zuerst ziemlich banal klingt, war für jemanden, der zum ersten Mal strukturiert trainiert, etwas Neues. Bis zum Rennen kamen so ungefähr 3.300 Kilometer, 25.000 Höhenmeter und 150 Stunden an Training zusammen.
Und natürlich machen mich diese Zahlen alleine nicht schnell, aber sie zeigen mir am Ende des Rennens, wie viel Arbeit ich wirklich reingesteckt habe. Denn das Rennen dauert ja nur einige Stunden, aber die Vorbereitung mehrere Monate. Eine Sache wollte ich vor dem Rennen aber noch machen. Ich wollte wissen, worauf ich mich einlasse. Deswegen bin ich eine Woche vor dem Rennen zum Rad- und Lauftreff zum Ring gefahren, um dort einige Kilometer abzuspulen. Nicht als Rennen und auch nicht am Limit, eher so als Generalprobe. Wo kann ich rollen lassen und wo muss ich aufpassen? Denn gerade in den schnellen Kurven kann es auch mal gefährlich werden. Da ist es gut, wenn man schon mal die Strecke vorher kennt. Aber vor allem wollte ich wissen, wie hart ist dieser Anstieg, wenn man ihn nicht auf einer Karte sieht, sondern mittendrin steckt. Nach dieser Generalprobe konnte ich ungefähr abschätzen, was so geht. Und daraus entstand auch mein Ziel für dieses Rennen. Also 3 Stunden wäre schon cool. Ich denke mal, dass das möglich ist. Ambitioniert, aber meiner Meinung nach machbar. Ein Problem gibt es da aber noch. Ich fahre kein klassisches Straßenrennrad. Das hier ist ein Canyon Grizzle CF6 AXS, also eigentlich ein Gravelbike, mit One-by-Antrieb und dementsprechend nicht unbedingt das Fahrrad, das man als erstes für ein Straßenrennen auf dem Nürburgring oder allgemein Straßenrennen auswählen würde. Für das Rennen und das Training habe ich deswegen ein bisschen in Richtung Straße umgebaut. Neu dazugekommen sind Canyons neue ED42CF Carbon-Laufräder, denn wir wissen ja Carbon statt Kondition. Und darauf 32 mm Continental GP 5000er. Der Antrieb bzw. die Kette heiß gewachst. Keine komplett verrückten Umbauten, es bleibt mein Gravelbike, aber nun ist es ein bisschen mehr auf Straße ausgelegt. Und damit gab es eigentlich auch keine Ausreden mehr. 7 Monate Training waren im Kasten, das Fahrrad ist fertig, ich kenne die Strecke, jetzt muss ich das nur noch irgendwie zusammenbringen. Bevor es jetzt ins Rennen geht, ein kleiner Reminder. Du findest das ganze Uncut-Video mit allen Telemetriedaten sowie den Link zur Strava-Aktivität in der Infobox verlinkt. Nach langem Training für genau diesen Tag war es dann irgendwann tatsächlich soweit. Und das Gefühl am Morgen war ziemlich merkwürdig. Monatelang ist dieses Rennen irgendein Termin im Kalender. Noch 100 Tage, noch 50, noch 2 Wochen. Das ist mein Roman Empire. Ich hatte 6 Gels mit, also direkt zu Anfang des Rennens eines und die restlichen 5 alle 30 Minuten verteilt über das Rennen. Außerdem hatte ich noch 1,6 Liter an isotronischen Getränken mit. Gib mir für dich jetzt lustige Sachen, damit das Rennen mehr Spaß macht. An einer Stelle der Strecke gab es noch einen Stand von Dextro Energy, wo unter anderem noch Wasser verteilt wurde. Mein Plan war eigentlich relativ simpel. Nicht überziehen, vor allem am ersten Anstieg. Und plötzlich stehst du mit deinem Fahrrad am Nürburgring und denkst, okay, jetzt zählt's. Und dann ging es los. Mein erstes Radrennen.
Nun starten wir also rein in Runde 1. Was mir sofort aufgefallen ist, Rennen fahren fühlt sich komplett anders an. Du hast permanent andere Fahrer um dich. Gruppen bilden sich, Leute überholen und du überholst selber. Und gleichzeitig versucht man irgendwie, sich nicht direkt von der Euphorie mitreißen zu lassen. Denn die erste Runde war genau der Moment, in dem ich das Rennen auch hätte wegwerfen können. Zu viel Leistung am Anfang bezahlt man hier spätestens beim dritten Anstieg, wenn nicht sogar schon beim zweiten. Vorbei an all den 24 Stunden Fahrerlagern geht es zum ersten Mal in diesem Rennen auf die Nordschleife. Der erste große Anstieg war jetzt geschafft, nach 22 Minuten und 31 Sekunden, mit einem Durchschnittspuls von 167. Die Leistung lag hierbei nur bei 145 Watt, wobei man bei den Leistungswerten und deren Richtigkeit schon hier vorsichtig sein muss. Warum? Dazu kommen wir gleich noch. Entscheidend war erstmal, ich fühle mich gut. Vielleicht ein bisschen zu gut. Nach ungefähr 54 Minuten war die erste Runde vorbei und damit lag eigentlich alles ziemlich genau dort, wo ich es haben wollte. Die zweite Runde fühlte sich zunächst kontrollierter an. Ich kannte jetzt das Renntempo, wusste ungefähr, wie ich pacen muss und wo ich Energie sparen konnte. Die schnellen Abfahrten sind ein riesiges Highlight auf dieser Strecke. In der Fuchsröhre sind auch die 100 km/h möglich. Ich habe das nicht geschafft. Mit meinen 72 Kilogramm und ungefähr 13 Kilogramm an Equipment und Fahrrad bin ich möglicherweise ein bisschen zu leicht. Aber mit 90 km/h aufwärts bin ich ja doch relativ schnell unterwegs. In den Kurven von Wehrseifen wird es auch schnell und technisch. Später, in Runde 2, wurde es für mich im Brünnchen auch ein bisschen knapp. Und dann kam wieder der Anstieg. Gleichzeitig wurde aber noch ein anderer Faktor immer deutlicher: die Hitze. Der Wetterbericht hatte eigentlich zumindest teilweise Wolken versprochen. Davon war nicht besonders viel zu sehen. Kaum Wind, volle Sonne und Asphalt. Der Garmin hat während des Rennens im Schnitt 34,4 Grad aufgezeichnet. Offiziell waren es wesentlich weniger Grad, aber auf dem komplett sonnenexponierten Asphalt war das eine ganz andere Geschichte. Im letzten Anstieg standen teilweise 37 Grad auf dem Gerät.
Das sind natürlich keine meteorologisch gemessene 37 Grad Lufttemperatur, der Garmin bekommt selbst Sonne und Wärmestrahlung ab. Aber daran sieht man ganz gut, wie viel heißer sich die Bedingungen auf der Strecke dann doch entwickelt haben. Besonders am Berg wurde es brutal. Jetzt hat man langsam auch gesehen, was die Strecke mit den Leuten macht. Immer wieder standen Fahrer am Rand, viele mit Krämpfen, manche komplett fertig. Und ich hatte bis dahin erstaunlicherweise keine Probleme damit. Dafür fing mein Magen langsam an, sich zu beschweren. Leichte Krämpfe, vermutlich durch zu wenig Flüssigkeitsaufnahme, die Hitze eben. Und eigentlich lief auch alles. Bis mein Powermeter der Meinung war, ich würde bergauf überhaupt gar keine Leistung mehr treten. 0 Watt. Dauerhaft. Natürlich wusste ich, dass ich nicht plötzlich mit Luft und Liebe den Berg hochfahre. Aber ich bin leider auch jemand, der nach so einem Rennen die Daten analysieren möchte. Und wenn die Hälfte davon fehlt, macht mich das wahrscheinlich wahnsinniger, als es sollte. Statistik-Nerd-Probleme. Also habe ich versucht, das Problem zu lösen und musste dafür leider insgesamt 3 Mal anhalten. Im Nachhinein waren das wahrscheinlich ungefähr 3 bis 4 Minuten. Und natürlich könnte man sagen, egal, fahr weiter. Rückblickend betrachtet ist das natürlich auch die schnellere Entscheidung. In dem Moment wollte ich aber unbedingt wieder vernünftige Zahlen haben. Runde 2, 23 Minuten und 36 Sekunden. Wieder exakt 167er Puls im Durchschnitt. Nach knapp 2 Stunden ging es in die dritte und letzte Runde. 5 Minuten schneller als geplant. Und jetzt musste ich eigentlich nur noch genau das machen, wofür ich 7 Monate trainiert hatte. Nicht einbrechen. Aber schon auf den schnellen Abschnitten merke ich, dass die Kräfte nachlassen. Die eigentliche Wahrheit wartete mal wieder am Berg. Der erste Anstieg hatte 22 Minuten 31 gedauert. Der zweite 23 Minuten 36 und der letzte Anstieg 26 Minuten 43. Mehr als 4 Minuten langsamer als beim ersten Mal. Interessanter ist aber mein Puls. Die erste und zweite Runde waren es 167 und in der dritten 166. Ich war also rein kardiovaskulär nicht plötzlich komplett explodiert, was schon mal gut ist. Aber die Hitze, Ermüdung, Magenprobleme und die vorherigen Stopps hatten ihre Spuren hinterlassen. Und genau hier war mir eigentlich ziemlich egal, wie schön irgendwelche Leistungswerte aussehen. Ich wollte nur noch über diesen Berg. Und dann wusste ich, das war der letzte große Anstieg. Ab jetzt gibt es keinen Grund mehr, irgendetwas aufzusparen. Ein Blick auf die Uhrzeit und die 3 Stunden angepeilte Zielzeit anvisiert.
Um 12:25 Uhr ging es los, um 15:25 Uhr muss ich im Ziel sein. Auf dem letzten Abschnitt nochmal alles geben. Farben gesehen, Töne geschmeckt und das letzte bisschen rausgekratzt. Und dann war es vorbei. 7 Monate Vorbereitung, 3 Stunden Nordschleife, mein erstes Radrennen. 3 Stunden, 4 Sekunden. Näher hätte ich es vermutlich kaum planen können. Platz 409 von 1061 Startern, Platz 69 von 153 in meiner Altersklasse. Und das trotz 3 ungeplanter Stopps. Ob ohne die Stopps am Ende 4 Minuten weniger auf der Uhr gestanden hätten, kann natürlich niemand so ganz genau sagen. Ich bin ein bisschen kaputt. Das Ziel habe ich, eigentlich hätte ich es geschafft, aber ich musste, ich glaube 4 oder 5 Mal anhalten. Naja, fertig geworden bin ich und nächstes Jahr oder so wird es besser. Wenn ich jetzt mit ein bisschen Abstand auf das Rennen zurückblicke, ist die Zeit gar nicht mal das Wichtigste daran. Natürlich freue ich mich über die 3 Stunden, ich ärgere mich aber auch ein bisschen über die 4 Sekunden. Vor allem, wenn ich weiß, dass ich wegen des Powermeters ein paar Mal am Rand stand. Aber eigentlich ist noch etwas anderes viel interessanter. 7 Monate vorher habe ich noch nie strukturiert für irgendetwas trainiert. Ich wusste nicht, wie mein Körper auf mehrere Tage Training reagiert und ich wusste auch nicht, ob ich meinen Plan überhaupt durchziehen werde. Erst recht wusste ich aber nicht, wie ich mich in meinem ersten Rennen verhalten würde. Und dann kommen noch diese ganzen unspektakulären Tage. Grundlagenfahrten, Intervalle, Fahrten nach der Arbeit, Tage, an denen es gut läuft und Tage, an denen überhaupt gar nichts läuft. 3300 Kilometer, 25.000 Höhenmeter und rund 150 Stunden an Training. Und am Ende stehen auf der Ergebnisliste nur 3 Stunden und 4 Sekunden. Ich glaube, genau das ist aber, was ich aus diesem Rennen mitnehme. Nicht, dass man für sein erstes Rennen eine bestimmte Wattzahl braucht oder ein bestimmtes Fahrrad, sondern dass Konstanz über mehrere Monate wirklich etwas verändern kann. Ich bin sicherlich kein Profi, aber genau deswegen finde ich das Ergebnis doch so spannend. Das hier war einfach der Versuch herauszufinden, was mit 7 Monaten konsequentem Training möglich ist. Und ich denke, ich habe die Antwort darauf bekommen. Würde ich nochmal bei Rad am Ring mitfahren? Ja, definitiv. Nächstes Mal vielleicht aber ohne die 3 Stopps. Und damit endet nicht nur mein erstes Radrennen, sondern auch mein erstes richtiges Video auf diesem Kanal. So ziemlich alles an diesem Video ist zum ersten Mal, denn ich habe noch nie so richtig mit Plan aufgenommen oder editiert. Wenn dich also genau diese Mischung aus Training, Technik, Daten und Fahrradfahren interessiert, dann abonniere doch gerne. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Ciao!